Guten Morgen vom Jezero Bistarac in Bosnien und Herzegowina. In Ungarn, da oben, hat 1 Megabyte 6 Cent gekostet. Das ist ganz okay für Roaming. Und in Bosnien kostet 1 Megabyte 15,36 €. Das sind 15.000 € für 1 Gigabyte Daten. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Ich habe vorne bei ihm bezahlt und danach bin ich mit ihm gemeinsam zum Tor gegangen, das er aufsperren muss. Also er sieht, dass die Karin mit dem Defender zum Tor fährt. Da sieht mich an so, oh, da eine Frau fahren. Okay. So, als ob ich mir das nochmal überlegen sollte, ob das eine gute Idee wäre. Tja, sagst du dazu? Hättest du sagen müssen, dass es mein Auto ist. Dann ist es so gleich so. Wir werden jetzt von Bosnien, wo wir jetzt sind, über einen Bogen durch Serbien und dann nach Montenegro ans Meer fahren. Und hier wäre jetzt das Videomaterial von Bosnien, Serbien und Montenegro, wenn wir nicht die Speicherkarte mit 16 GB wunderschönen Filmaufnahmen verloren hätten. Was haben wir da erlebt? Also wir sind über die Grenze nach Serbien. Da haben wir Mittag gegessen an einer Flussmündung. Das hätte auch ziemlich cool ausgesehen. Stellt es euch einfach vor. Ja. Dann sind wir nach Montenegro gefahren. Dort verwendet man den Euro. In Montenegro haben wir dann einen Schlafplatz gesucht. Da sind wir dann eine Forststraße weiter hinaufgefahren und am Ende waren 2 Höfe. Da haben wir dann dort die Bauern gefragt, ob es in Ordnung ist, im Wald zu schlafen. Die haben gemeint, ja, sicher, also überhaupt kein Problem. Ja, was uns in Montenegro auch aufgefallen ist und auch in Serbien, dass extrem viel Müll herumliegt, also in den Flüssen oder auch im Wald, dass es einfach dort gelassen wird oder extra hingebracht wird. Am nächsten Tag sind wir an einer ganz schönen Brücke vorbeigekommen, wo ein Mann mit einer Drohne herumgeflogen ist. Den haben wir dann gefragt, ob wir vielleicht das Material haben könnten. Ja, und von dort sind wir dann weitergefahren Richtung Kotor. Das ist am Meer, an der Küste. Ein ganz schöner Ort. Und am Weg dorthin haben wir 2 Hitchhiker getroffen, die wir mitgenommen haben, die sehr, sehr nett waren. Also sie war aus Finnland und er aus Serbien. Und sie sind zusammen gereist. Ein bisschen älter als wir. Und vom Aussehen her wirklich die Klischee-Hitchhiker schlechthin. Ja, also das war auch eine total nette Erfahrung und es ist so schade, dass wir es nicht haben. Ja. Naja, und dann waren wir in Kotor, dort haben wir sie aussteigen lassen und sind dann weitergefahren. Montenegro selber, das war eine der positiven Überraschungen auf der Reise bis jetzt. Weil man hat noch nicht so viel gehört von Montenegro. Und es war quasi, also die Stelle mit Kotor, dieser Bereich dort, das ist wie Norwegen, nur im Süden. Und dann haben wir uns dort einen Schlafplatz gesucht. Und wie wir das Dachzelt aufgebaut haben und die Sonne untergegangen ist, ab dann haben wir die Speicherkarte gewechselt und ab dann gibt es wieder schönes Bildmaterial. Das ist unser Room with a View heute. Vorne der Reifen und die Kanister. Und hier links einmal das Meer. Es ist so schön, es ist so schön. Stand up straight at the foot of your love. Guten Morgen. Es hat in der Nacht, gestern Abend hat es 18 Grad gehabt und jetzt in der Früh hat es 21 Grad. Es ist so schön warm. Und dann der Ausblick. Guten Morgen! Wir fahren jetzt weiter nach Trogir, also über Dubrovnik und dann nach Trogir. Ich würde sagen, passender kann man sein T-Shirt nicht auswählen. Your love. I lift my shirt up. I was carried to Wir haben uns natürlich nicht festgefahren, sondern wir haben gestern ein Loch gegraben, damit der Defender dort hineinfahren kann, damit das Auto gerade steht. but Ohio.
Bye. Bye bye. I steal all money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I. Wir sind jetzt mitten in der Stadt und parken mitten in der Stadt. Und das Parken kostet 40 Kuna pro Stunde. Das sind 5,5 Euro pro Stunde. Gut, los geht's. Tschüss. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. Ersten Strafzettel bekommen. Zu Recht, muss man sagen. Zu Recht, kann man nichts sagen. Zu Recht. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember. Wir haben jetzt von der Firma, wo ich letztes Jahr gearbeitet habe, das Moped ausgepackt und werden damit jetzt essen fahren. Das wird cool. Wir haben heute einen wunderschönen Schlafplatz gefunden auf einer ebenen Wiese und den Besitzer gefragt. Remember me. Einen guten Morgen mit Ausblick auf Trogir. Es ist mittlerweile übrigens urwarm, also wir hatten gestern Abend beim Einschlafen. Weißt du, wir hatten wir 20 Grad. Wir parken neben einem 90er Defender, einem neuen, aber aus der Schweiz. Und gerade unser Auto geflutet. Wir waren gerade dabei, die Kanister aufzufüllen, als ein Herr vorbeikommt und sagte, ja, das Rind aber auf der anderen Seite wieder raus aus dem Auto. Und dieses Ventil da unten war offen und es ist einfach ins Auto reingeflossen. So, wir haben das Auto jetzt geparkt. Da ist so ein Stahlträger mit einer kleinen Auffahrt unter Anführungszeichen. Eigentlich nur ein Klotz mit einer kleinen Schräge. Aber da parken wir jetzt, weil man kann das Wasser links hinunterrinnen, was es auch tut. Aber mein Glück war eben, dass die Sandbleche so unten im Auto liegen und somit konnte das Wasser unter den Sandblechen hindurchfließen und hat nicht die Bücher oder anderes Zeug mitgespült. Wir haben unseren Abwasch ein bisschen auflaufen lassen und deswegen habe ich jetzt fast unser gesamtes Geschirr einmal blitzblank wieder sauber gemacht. Dani war ja schon mal hier und hat im Hafen gearbeitet und hat sich an diesen Platz erinnern können, den wir jetzt als Schlafplatz nehmen. Das ist unser Ausblick heute aus dem Zelt. Wir können im kleinen Fischerboot zuschauen, wie sie die Netze einholen. Und dort hinten ist die Schiffswerft. Guten Morgen, wir haben unseren Platz von gestern sogar eigentlich noch einmal toppen können. Nur ein bisschen kalt. About home, I steal all money to the money, to the money I owe. Mittlerweile sind wir schon so geübt und brauchen zum Abbauen des Dachzelts nur noch knapp 4 Minuten. Yes, I am. I'm on a blood
Ich habe gerade wieder den Peter getroffen, den ich noch vom letzten Jahr kenne und den ich auch schon auf der Messe in Tulln ein paar Mal gesehen habe und mit dem ich mich damals schon gut verstanden habe. Ich habe sogar mal ein paar Tage mit ihm in einer Wohnung gewohnt und ihm gehören ein paar Boote hier und eins davon wurde mit ihm als Skipper für ein Skippertraining gebucht, eine Woche, und die Leute kommen jetzt aber leider nicht. Und jetzt haben wir das gerade so ausgemacht, dass wir jetzt anscheinend für nicht allzu viel Geld 2-3 Tage segeln gehen. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Schauen wir mal, ob das was wird, aber schaut gut aus. Wir kochen wieder direkt am Meer.